Kannst du loslaufen? Ja, hallo, willkommen bei Kompakt in Köln. Mein Name ist Wolfgang Vogt. Ich bin einer von 3 Betreibern hier von Kompakt-Schallplatten in Köln und das ist unser Plattenladen. Also die Firma Kompakt als solche, auch wenn in den ersten 2 Jahren unter anderem Namen, hat Anfang 93 als kleiner Plattenladen begonnen, hat sich sehr schnell kontinuierlich weiterentwickelt. Wir sind als Firma eben gerade so groß, dass wir flexibel sind und schnell agieren können und individuell reagieren können, aber auch nicht so klein, dass uns jetzt irgendwie die kleinsten Konjunkturstürme irgendwie wegreißen können. Und genau das denken wir zu bleiben. Ich denke, wir haben so lange durchgehalten, weil wir eben nie sprunghaftig agiert haben, sondern wir sind unserer Linie eigentlich immer sehr treu geblieben. Sowohl musikalisch als auch von unserem Businessgebaren her. Wir machen ausschließlich das, worauf wir Bock haben. Wir sind unabhängig geblieben und ich denke, das hat uns davor bewahrt, irgendwie von der Geschichte irgendwann überrollt zu werden. Also das, was wir machen, halten wir immer noch für relevant musikalisch. Und stehen da ein Stück weit auch mittlerweile, dadurch, dass wir uns unsere eigene Nische geschaffen haben, auch über dem Hype-Phänomen. Ja. Wir sind dort anders. Wir machen weiter. Also wir sind keine Retro-Typen nach dem Motto, früher war alles besser. Aber wir haben schon gemerkt, dass wir froh und dankbar sein können, dass wir Techno von Anfang an miterleben, mitprägen und gestalten durften. Und dass das Historische, wie man immer das nennt, was uns ausmacht, schon auch ein gutes, stabiles Fundament ist, sich auch weiter in neue Generationen hinein zu erklären. Für uns ist es sehr schön zu sehen, wenn neue Generationen, die heute halb so alt sind wie wir, oder Jünger unseren Kram entdecken und wir den wieder auflegen und diese Kultur in einer gewissen Art von konstruktiver Zeitlosigkeit weiterlebt. Wenn du wissen willst, was dir gehört. Wenn du wissen willst, was mir gehört. Mit diesem Kompakt 500 Release mussten wir so viel nach hinten gucken, uns mit unserer eigenen Geschichte beschäftigen, dass ich persönlich mich jetzt wieder extrem darauf freue, nach vorn zu gucken. Weil, also mich stimuliert das nach wie vor, neue Artists zu entdecken und eben die neue Platte rauszubringen, die der heiße Scheiß ist, oder den man zumindest als solches selbst empfindet. Diese 50 Tracks, die in der Box der Katalognummer 500 erscheinen, decken das gesamte Spektrum ab. Nicht nur das Mutterlabel Kompakt, die Sublabels, die Vorlabels, das, was man irgendwann so den Sound of Cologne genannt hat. Repräsentatives aus allen Ecken, vom Ambienten bis hin zum Sägezahn-Techno. Und das ist natürlich die Qual der Wahl. Du kannst eigentlich nur ein gewisses Spektrum zeigen und so. Das ist natürlich unmöglich, das in der Gänze zu tun. Es gab dann irgendwann fast so eine Art Losungsprozess, wir sagen, okay, wir haben 3 Stücke, da kann nur noch eins sein, was ist es? Und dann muss das Herz und die Mehrheit entscheiden, anders kannst du das nicht machen. Aber unser Gefühl danach war tatsächlich ziemlich gut, als wir es gehört haben, als wir es den ersten Leuten vorgespielt haben, dass wir es, glaube ich, schon ganz gut gemacht haben. Wie wir selektiert haben, was für ein Spektrum dessen wir da gezeigt haben, für welchen Sound das Haus stehen soll. Und es war auch super, zurück und wieder vorzureisen in der eigenen Musikgeschichte, sich mit dem Zeug wieder auseinanderzusetzen nach dem Kriterium. Also das hat sogar richtig Spaß gemacht. Es kam auch tatsächlich zu überraschenden Ergebnissen. Also wenn ich mir jetzt die Tracklist anschaue, dann fehlen da einfach so viele Hits, die wir rausgebracht haben. Also die nicht nur vermeintlich Hits sind, sondern die mit am verkaufsstärksten waren oder am meisten gespielt wurden. Ja. Die tauchen dann plötzlich nicht in dieser Liste auf. Aber wenn man sich dann fragt, was nehme ich dafür raus, dann steht man da und also es war wirklich ein langes Sieben, ein langes Hin und Her.
oft aufgefallen beim Wühlen in den 90ern, in den Nullerjahren, dass immer wieder Techno sagte, boah, das ist ja wirklich geil. Ich weiß noch genau, warum wir damals alle auf dem Tisch getanzt haben und warum wir den da jetzt rausbringen. Und diese Energie, die da drin steckt, hat so was Unkaputtbares. Und das gibt einem ein gutes Gefühl. Du weißt dann einfach so von Herzen, warum du das gemacht hast und warum du das wieder machst. Interessant war auch, dass man so Wellen erkennen konnte, wie wenn man durch ein Tagebuch blättert. Es gab dann plötzlich so einen Influx an französischen Künstlern über einen Zeitraum von 2 Jahren. Da waren fast alle neuen Signings aus Frankreich. Dann kamen die Schweden und dann die Dänen. Ja. Irgendwann fängt einer an zu schranzen, dann findest du das geil, dann schranzen 3 hinterher. Das gibt es natürlich so Perioden. Dann hat man auch gesehen, dass vielleicht ein gewisser Sound, ganz klassischer Minimal, plötzlich ein bisschen totgelaufen hat. Dafür irgendwas anderes. Also dann wurde der Sound plötzlich irgendwie ein bisschen Pop, Indie-lastiger. Und so war eigentlich die ganze Zeit Bewegung drin. Das ist wirklich es hat sehr viel Spaß gemacht, sich da nochmal durchzuarbeiten. Das einzige Kriterium dafür, bei Kompakt gesigned zu werden, war schon immer unser persönlicher Geschmack. Also ich denke, wir haben uns da nie irgendwie irgendwas angebietet oder verbogen. Es ging immer darum, eigentlich einfach nur das rauszubringen, was wir selbst gerne hören wollen. Was einem auch einfällt, wenn man durchforstet, ist, dass wir natürlich immer in der Nähe von Techno waren, im Zentrum, aber nie diesen zentralen, puristischen Techno gemacht haben, wie einige hermetische, sehr stilgeschlossene Labels. Wir haben immer gerne gegen den Strich gebürstet, provoziert, Wagnisse eingegangen. Wir hatten immer ein starkes Faible für poppige Dinge, für ambiente Dinge. Wir haben uns an Cross-Themen rangetraut, wo andere gesagt haben, das geht mir zu weit. Und das fällt dir natürlich auch auf, wenn du jetzt wieder über 30 Jahre zusammen kompilierst, dass du weißt, warum haben wir das damals, warum sind wir so, wie wir sind. Und da war man oft, dass man irgendwie, sagen wir, an den Rändern von Techno gearbeitet hat, individuell ausgeht, mal kunstvoll, mal mit poppigen Affinen, mal Techno mit deutschsprachigen Texten, all diese Dinge, für die das Haus steht, die da verbunden sind in diesen 50 Stücken. Der Köln-Bezug von Kompakt, von jedem Einzelnen, der da mitmacht, aber auch von der Firma als Ganzes, so wie sie außen wahrgenommen wird, ist unübersehbar. Der ist unbestritten. Der wesentliche Grund für unser Image, warum wir sind, wie wir sind, ist, weil wir uns gut verstehen, weil wir gut zusammenpassen und in unseren künstlerischen, musikalischen Ideen harmonieren. Die wir hier irgendwie verantwortlich sind für das, was passiert. Noch jemand in einer wichtigen Doppelfunktion, Reinhard, mein Bruder. Einerseits natürlich vor allen Dingen bekannt durch seine Musik, aber eben auch hier aktiv in der Buchhaltung mit beiden Händen voll dabei. Wir sind ja schon immer in unserer Urbesetzung, seit Anbeginn, eine Clique von Leuten gewesen, die sehr stark grenzüberschreitend auf kunstaffin, musikjournalistisch agiert war. Wir waren ja nie eine hermetische Techno-Clique. Techno war das Zentrum der Sache und war das Begeisterungsding Nummer 1 in den frühen 90ern. Aber es war der Ausgangspunkt für alle möglichen sich umgebenden Aktivitäten, die auch immer da waren. Und über die Jahre haben wir auch immer stärker eingewirkt. Es ging ja schon früh los, dass wir als so eine Art Techno-Factory wahrgenommen wurden. Erstens aufgrund unserer sehr selbstgemachten und sehr selbstvermarkteten Haltung den Dingen gegenüber, aber auch durch unsere optische, grafische, visuelle Inszenierung. Das hat für uns immer eine große Rolle gespielt. Dieses am Pop-Art geschulte, das serielle, Musik auch über Farben auszudrücken, Plattencover als Plattform zu benutzen, der künstlerischen Gestaltung hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und wir haben da mit unserer Symbolik, sowohl mit unserer allgemeinen, die für Kompakt steht, Kompakt Adler und so weiter, aber auch mit individuellen künstlerischen Kampf schon immer sehr viel auch Aufmerksamkeit rein übers Musikalische hinaus erzeugt, was eben dazu geführt hat, dass wir schon immer auf unterschiedliche Weise auch die unterschiedlichen Beteiligten der Firma als eine sehr interdisziplinäre oder multidisziplinäre Company wahrgenommen wurden.
Es war immer auch irgendwo meine Vision, so etwas wie das, was vielleicht Andy Warhol mit seiner Factory in New York hatte, in Köln zu haben, in irgendeiner Form natürlich auf hiesige Befindlichkeiten und auch auf eine hiesige Musikkultur übertragen. Das ist immer auch Vision, Lifestyle. Wir betrachten die Firma als Band. Wir sind eine Band, die eine Firma macht. Ich denke, das war auch in den frühen Tagen von Kompakt ein Alleinstellungsmerkmal für uns, dass wir eben dadurch, dass unsere Musik, unsere Kunst so durchlässig war, sehr schnell in Kontakt kamen mit der bildenden Kunstszene oder mit Literatur. Leute eben aus anderen Kulturbereichen, die plötzlich gemerkt haben, hoppla, Techno ist ja gar nicht so, wie wir immer dachten. Oder Techno kann eben auch was ganz anderes sein. Und Techno wurde plötzlich in dieser Welt, in der Hochkulturwelt, als etwas begriffen, was nicht nur Pillen, Klinken und Rave ist. Wenn du siehst, dass wirklich junge Leute dann unseren Kram entdecken, das super, aber jetzt ohne Respekt hier vor dem alten Best am Heiligen, das braucht hier niemand. Sowas gibt's hier nicht. Und so, da ist keiner schöner als der andere. Aber es ist natürlich toll, wenn das, was wir mitgeprägt und geschaffen haben, wenn sich das überträgt, wenn das in neuen Generationen stattfindet, wenn die die Story weitererzählen, wenn die das entdecken und zwar ohne, dass man das Gefühl hat, die sind im Antiquitätenladen und machen eine archäologische Ausgrabung, sondern mit so einem Gegenwartsgefühl. Wir müssen uns gar nicht groß verbiegen, wir sind und bleiben einfach ein ziemlicher Spiritladen. Hier gibt es eine schön gelebte Afterwork-Kultur, da wird eine Pizza bestellt, ein Bier aufgemacht und dann werden die Platten von letzter Woche abgefeiert. Gerade das finden junge Leute interessant, das passiert von selbst, das findet einfach statt.